Wir sind Tina und Dirk. Seit Mai 2019 reisen wir Vollzeit mit unserem Van durch Europa und Asien. Nach über 50.000 Kilometern auf der alten Seidenstraße, auf der wir nicht nur Länder wie den Iran, Pakistan und Indien durchquert haben, sondern auch bis zum Everest Basecamp gewandert sind, das Tor zur Hölle in Turkmenistan besucht und traumhafte Ecken Thailands erkundet haben, sind wir jetzt in Europa unterwegs. In den letzten Monaten haben wir Italien bereist, einen Winter in Griechenland verbracht und mit Schweden unser erstes Land Skandinaviens bereist. Und jetzt geht es wieder in den Süden. Wir brechen auf in Richtung Frankreich und zeigen euch im heutigen Video, wie wir über Belgien in die Normandie fahren, wie sehenswert die Stadt Brügge ist, wie abwechslungsreich die Atlantikküste sein kann und wie es so mit unseren ersten Stellplätzen geklappt hat. Viel Spaß! Wir sind wieder unterwegs! Yay! Frankreich willkommen, beziehungsweise Belgien willkommen, weil wir fahren heute nicht ganz durch bis Frankreich, weil wir es schon relativ spät haben und wir lassen es entspannt angehen. Wir wollen bis kurz vor Brügge fahren und das uns vielleicht morgen anschauen, denn dann waren wir noch nie und es soll ja schön sein. Ja. Wir lassen uns überraschen, die nächste Reise geht los! Im wunderschönen Aalen. Wunderschönes Aalen hier da. Leider verpassen wir die Kirmes. Genau, über Belgien nach Frankreich, das ist der Plan. Wir steuern die Atlantikküste in der nördlichen Normandie an und wollen dann in den kommenden Wochen immer der Küste entlang weiter in den Süden bis nach Spanien fahren. Wohin genau? Das wissen wir noch nicht. Wir haben ein paar Ziele recherchiert, wollen uns zwischendurch aber auch immer mal wieder treiben lassen. Ganz nach dem Motto, immer der Sonne hinterher. Ja, für den ersten Stellplatz war das hier mega. Wir sind ganz kurz vor Brügge und es hat leider den ganzen Vormittag geregnet, aber jetzt gerade ist die Sonne rausgekommen. Deswegen haben wir uns überlegt, wir fahren jetzt noch nach Brügge, schauen uns ein bisschen die Stadt an, bevor es dunkel wird und fahren dann weiter nach Frankreich und wenn alles gut läuft, stehen wir heute Abend am Meer. Juhu! Brügge liegt im Nordwesten Belgiens und ist Hauptstadt der Provinz Westflandern. Da die Stadt, die heute rund 120.000 Einwohner hat, nie durch Kriege oder große Feuer zerstört wurde, sind viele ihrer historischen Gebäude erhalten. Und der historische Stadtkern ist es auch, der Brügge so sehenswert macht. Schon zu Mittelalterzeiten war Brügge als Handelszentrum Hochburg für Kunst und Kultur und gehörte zu den reichsten Städten Europas. Kleine Gassen, historische Bauten, Kopfsteinpflaster und viele Kanäle durchziehen die Altstadt, die heute UNESCO-Weltkulturerbe ist. Besonders bekannt ist der Belfried, der 83 Meter hohe Glockenturm am zentralen Marktplatz, den man über 366 Stufen besteigen kann, wenn nicht gerade Corona ist. Das beliebteste Fotomotiv der Stadt findet man wohl am Rosenkranzkai. Von hier hat man einen herrlichen Blick über eine der vielen Grachten auf den Glockenturm, das Rathaus und die Rückseite der Heilig-Blut-Kirche, in der eine Ampulle mit dem Blut Christi aufbewahrt sein soll. An Kirchen mangelt es in der Stadt sowieso nicht. Liebfrauenkirche, St. Salvator-Kathedrale, Heilig-Blut-Basilika und viele mehr. Und dann noch eine Kirche, die zu einem Kunst- und Kulturzentrum umgestaltet wurde.
Ihr merkt, Brügge hat viele Sehenswürdigkeiten zu bieten. Und da haben wir noch kein Wort über das belgische Bier, die belgischen Waffeln und belgische Schokolade verloren. The prize, yeah. Paradise, paradise. I'm taking you. Let's see the sun and have some fun. I'm so tired of living life in gray, babe. And you deserve to see the world. So tell me, baby, where would you like to go? Maybe we'll drive from coast to coast, only to where we love the most. I'm taking you to paradise, paradise. You know where we're going tonight, going tonight. Paradise, paradise. I'm taking you. Das war ein richtig schöner Ausflug. Brügge hat uns mega gut gefallen. Die ganzen kleinen Gassen und die Kirchen und überhaupt die ganze Altstadt war richtig schön. Und wir können das nur jedem empfehlen, hier mal für einen Städtetrip herzukommen. Ja, absolut. Also ein Wochenende lohnt sich hier richtig. Ja. Driving around in California, looking for something to make me stay. Round and round forever, searching for something that could never get replaced. Don't need you to save me, but I just really need to be saved. Bonjour! Ausweich bitte. Yes! Komm bitte. Ah. Wo ist der? Je ne parle pas. Si. I feel good, I live good, I die good. Natürlich wurden wir bei der Stichprobenkontrolle rausgezogen. Aber alles easy, alles entspannt. Ah, die wollten auch keinen Corona-Test oder Impfzertifikat oder irgendwas sehen, sondern nur Pässe einmal ins Auto gucken. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, ne? Aber nee. So. Herzlich willkommen in Frankreich. Bonjour. Bonjour. And live good, if I could feel good, I'd live good, I'd die good. Walk
Ja, der Blick aus dem Fenster ist schon mal sehr, sehr vielversprechend. Wir sind ja hier gestern Abend im Dunkeln angekommen und es war gar nicht so richtig klar, wie es hier wirklich aussehen würde. Wir haben nur die ganzen beleuchteten Fabriken und Industrieanlagen hier im Hafen gesehen. Aber jetzt, wo es hell ist und wenn man aus der richtigen Seite des Campers aus dem Fenster schaut, ja, liegt eben das Meer und Sanddünen vor uns und die gehe ich mir jetzt erstmal genauer anschauen. There's no need to hesitate. Let's make footprints in sand. Let's make miracles. Come hold my hand. Let's find something new. Me and you. Blue is the sky, like the color of your eyes. Blue is your heart. It's been like that from the start. Say you'll stay till the morning light. I'll help you through the fight. Let's make footprints in the sand. Let's make miracles. Come hold my hand. Let's find something new. Me and you. Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. Ja, ihr seht, wir sind gleich noch eine zweite Nacht hier geblieben. Ganz einfach, weil es uns hier so gut gefällt. Es ist wirklich ein richtig cooler Stellplatz hier auf dieser Hafenschutzmauer. Also Fakt ist, die ersten beiden Stellplätze dieses Trips waren schon mal richtig, richtig gut. Hoffen wir, dass es genauso weitergeht. Und ja, apropos weiter, wir wollen jetzt weiterfahren. Unser Ziel ist die Steilküste vor Etretat. Aber das sind noch knapp 300 Kilometer. Das heißt, das werden wir nicht in einem Rutsch fahren, sondern ja, unterwegs sicherlich nochmal hier und da anhalten. Und wenn es irgendwo schön ist, vielleicht auch nochmal übernachten. Und ja, los geht's. Dina, you ready? Yep. Ja, komm auch. Holding on to the hand of self-destruction. And I'm back to a place that I left a long time ago. Just give me a sec while I smoke this cigarette. My aching body feels better stored. What do you do when you pick up my guitar and the tune?
if I ever came back again. Well, I still wonder and I miss you. I know I'll ask you when I see you again, my friend. What do you do when you get the blues? Just pick up my guitar and too much on your plate when you need to escape. Everything will be better when I find a way. Oh. What do you do when you get the blues? Well, pick up a guitar and too much on your plate when you need to escape. Every little thing will be better when I find a way. Whoa, go, go. Hallo ihr Lieben, wir sind noch immer nicht in Etretat, sondern nach wie vor in Eleto und da sind wir jetzt auch schon tatsächlich 2 Tage lang. Viel gefilmt haben wir nicht, weil es die meiste Zeit geregnet hat und das ist auch der Grund, warum wir noch nicht weitergefahren sind, denn wir wollen die Felsen von Etretat und auch die Steilküste von Fécamp, die nur ein paar Kilometer davor liegt, natürlich gerne im Sonnenschein sehen. Und da sagt der Wetterbericht, da müssen wir leider noch ein kleines bisschen warten. Das heißt also, wir harren hier noch ein bisschen aus und fahren weiter, wenn die Sonne wieder scheint. Und wie Fécamp und Etretat im Sonnenschein aussehen, das zeigen wir euch dann in der nächsten Woche. Ah, Moment! Was Vergangenheitsdirk nicht wusste, ist, dass wir 2 Tage später, was inzwischen auch schon wieder vorgestern war, schon nach Fécamp und Etretat gefahren sind. Bei Sonnenschein. Das heißt, wir können euch jetzt zumindest schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben auf das, was es im nächsten Video unter anderem zu sehen gibt. Wir fanden beides richtig, richtig cool. Ja, und wenn ihr das nicht verpassen wollt, genauso wie unsere weitere Reise in den Süden, dann abonniert gerne unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr Tipps und Empfehlungen habt, welche Ziele wir hier an der französischen Atlantikküste auf gar keinen Fall verpassen dürfen, dann schreibt sie uns gerne unten in die Kommentare. Wir freuen uns sehr über eure Vorschläge. Und damit kommen wir dann jetzt wirklich zum Ende dieses Videos. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen hoch da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz, ganz liebe Grüße aus dem Norden Frankreichs und bis zum nächsten Mal.